Hey Leute und willkommen zu einem neuen Video. Danke fürs Einschalten. Mein Name ist Mashlate und heute will ich einfach mal ein Thema aufgreifen, das unter meinem letzten Video heiß diskutiert wurde. Naja, die Diskussion ist leider irgendwie ausgeblieben, aber stattdessen haben trotzdem viele von euch eure Meinung in den Kommentaren verewigt. Es sind auf jeden Fall ein paar wirklich tolle dabei, aber wie üblich auch ein paar, bei denen mir ein paar Fragezeichen aufkommen. Die Frage ist wie im Titel schon beschrieben. Battlefield und E-Sports, passt das überhaupt zusammen? Meine Antwort wäre ja, es passt. Es passt vielleicht nicht in Battlefield 4 oder generell bei anderen Titeln der Serie, aber das schließt für mich nicht aus, dass es in Zukunft auch so bleiben muss. Das wiederum scheint für andere ein Problem zu sein, zumindest lese ich das immer wieder aus den Kommentaren heraus. Nun weiß ich natürlich nicht, wie das generell aussieht und deshalb habe ich eine Umfrage erstellt. Schaut mal bitte in die Beschreibung rein und nutzt diesen Straw Poll Link, um teilzunehmen. Es wäre natürlich ganz super, wenn man das Video erstmal zu Ende schaut und dann abstimmt. Eins der besten Beispiele aus den Kommentaren zum Thema Battlefield und E-Sports habe ich hier. Und zwar schreibt WatchXex oder so heißt er: Battlefield und E-Sports passen meiner Meinung nach einfach nicht richtig zusammen. Das fängt beim Release-Zyklus an. Da kommen alle 2 Jahre ein neuer Titel. Richtige E-Sports-Spiele wie CSGO und StarCraft 2 werden über viele Jahre geübt und gespielt, bis es richtige Pro-Spieler gibt. Weiterhin sprechen dagegen die ständigen Änderungen, alle 4 Wochen kommt ein neuer Patch, der was an den Waffen ändert, Bugs, generelle Probleme der Engine, schlechte Hitboxen zählt er hier auf und der allgemeine Fokus des Spiels auf große Maps und viele Spieler. Auf genau diese Modi sollte sich meiner Meinung nach auch konzentriert werden, gibt uns ein paar richtige Eroberungs- und Rush-Karten, sorgt dafür, dass BF5 nicht total verbuggt auf den Markt kommt und das Spiel wird ein Erfolg. Obwohl er ja wirklich ein paar sehr gute Punkte anspricht, verstehe ich nicht, warum das denn so bleiben muss. Ich will seinen Kommentar jetzt nicht runtermachen, ich finde das einfach nur sehr interessant, was er schreibt und ich finde das sehr schön an diesem Beispiel eben zu verdeutlichen, was ich jetzt eben zu sagen habe. Er sagt, dass Battlefield zu oft erscheint und deshalb für E-Sports untauglich ist und vergleicht es dann direkt mit 2 der erfolgreichsten E-Sports-Games. Und das ist ja auch richtig so. Ich finde auch nicht, dass es optimal ist, wenn ein Spiel alle 2 Jahre erscheint, aber stellt euch doch mal vor, dass zum Beispiel Battlefield 5 rauskommt, es E-Sports tauglicher wird und es nach einiger Zeit wirklich im E-Sports erfolgreich wird. Was spricht nun dagegen, dass es jetzt mehr als 2 Jahre lang gespielt wird, wenn es wirklich gut ist? Er spricht außerdem von zu vielen Änderungen des Balancings. Auch das ist wirklich nicht gut gelaufen, gerade in Battlefield 4. Ich habe damit selber meine Probleme, weil ich einfach nicht verstehe, warum 2 Jahre nach Release heftige Balancing-Patches erscheinen, aber ich stelle mir dann auch wieder vor, dass es mit einem neuen Spiel, bei dem von vornherein klar ist, was man möchte, das nicht so laufen muss. Denn Battlefield 4 ist wirklich das schlechteste bisher, was ich an Patches erlebt habe. Battlefield 3 war, glaube ich, nicht so. Schlecht jetzt auch nicht im Sinne von, dass nur Schlechtes passiert ist, sondern einfach nur das, was ich eben angesprochen habe, von wegen 2 Jahre nach Release wird einfach mal alles von den Helikoptern, Panzern und Waffen verändert, was das Balancing angeht, und das ist ja wirklich ein Punkt, der sehr viele Leute gestört hat und mich auch. Gerade wenn man jetzt aber noch bedenkt, dass Battlefield 4 erst von DICE Stockholm produziert wurde, aber dann von DICE LA übernommen wurde, dann kann man wirklich nur hoffen, dass das beim nächsten Battlefield nicht so läuft, denn das würde es eben einfacher machen. 2 Studios mit 2 verschiedenen Ansätzen, naja, das führt eben zu vielen Änderungen über die Laufzeit des Spiels. Durch weniger Patches oder weniger gravierende Patches gibt es auch hoffentlich weniger Bugs, denn durch jeden neuen Patch wird wirklich unumgänglich irgendwas kaputt gemacht, so wird das zumindest immer wieder von den Entwicklern beschrieben. Aktuell würde ich jetzt auch nicht sagen, dass Battlefield 4 so verbuggt ist, dass es dadurch E-Sports untauglich wird oder ist, aber ich kann durchaus verstehen, dass es natürlich immer besser geht. Was ich aber finde, was wirklich wichtig ist für E-Sports, sind die Modi, und da wird aktuell sehr häufig in Battlefield 4 einfach Domination gespielt und das ist ziemlich langweilig zum Anschauen, wie ich finde. Ich weiß aber auch, dass DICE in der CTE schon einige Male mit Obliteration rumgespielt hat. Der Modus eignet sich auf jeden Fall sehr gut, wenn man ihn dementsprechend anpassen kann. Soweit ich weiß, kann man jetzt zum Beispiel etwas machen, was wirklich alles andere als cool ist. Und zwar kann das gewinnende Team, oder eigentlich ist es egal, jedenfalls kann man die Bombe aufnehmen und saven. Also einfach die ganze Zeit damit rumfahren. Und das machen viele Teams kurz vor Ende, um den Vorsprung zu behalten oder um auf einen Gleichstand zu spielen. Und das würde im Zweifelsfall bedeuten, dass Team 1 eine Bombe legt, die geht hoch erfolgreich und dann holt Team 1 wieder die Bombe, sobald sie neu gespawnt ist und fährt dann für 15 Minuten im Kreis.
Ich könnte damit jetzt wirklich noch weitermachen und ich habe jetzt ja schon einige Sachen erklärt, die dafür sprechen, also für E-Sports und Battlefield, aber auch welche, die dagegen sprechen. Was aber gerade aus dem Kommentar, das ich am Anfang zitiert habe, herausging, ist einfach, dass sehr viel auf den Ist-Zustand geachtet wird, aber ich finde nicht, dass man darauf wirklich Wert legen sollte, sondern vielleicht auch ein bisschen darauf, was in Zukunft passieren kann, denn das ist ja eigentlich unabhängig davon, was jetzt ist. Gerade weil wir ja auch noch über ein neues Spiel reden. Wirklich unabhängig, das ist es ja eigentlich nicht, denn wir reden ja immer noch darüber, dass DICE das Spiel macht. Jetzt DICE Schweden, DICE LA, wir wissen es nicht genau, wer das jetzt macht, aber auf jeden Fall ist klar, dass es DICE macht. Wir hoffen, oder ich hoffe, dass es wirklich nur eins der beiden Studios ist und nicht wieder beide zusammengemixt, denn das war nicht gut, finde ich. Was man, wie gesagt, auch nicht vergessen darf, ist, dass man ja nicht darüber redet, was aus Battlefield 4 werden kann, sondern was aus Battlefield 5, einem neuen Spiel, werden könnte. Ich stelle mir das einfach einfacher vor, wenn ein Spiel von vornherein auf eine bestimmte Richtung getrimmt wird, als ein bestehendes Spiel zu verändern. Wenn das neue Battlefield wirklich E-Sports tauglicher sein soll, dann hat DICE echt viel zu tun. Aber wenn die Grundlage passt, dann finde ich schon, dass E-Sports und Battlefield zusammenpassen könnten. Aktuell ist es ja dann doch eher die Frage der Umsetzung. Wichtig wäre mir dann, so wie vielen anderen Spielern wahrscheinlich auch, dass es immer noch eine Möglichkeit gibt, als Anfänger oder einfach als Casual zu spielen, denn niemand will permanent gegen ESL-Pros oder mit ESL-Regeln oder sonst was spielen. Man will halt auch einfach mal so zwischendurch eine Runde daddeln und das muss möglich sein. Davon abgesehen denke ich nicht, dass das außer Acht gelassen wird. Das kennt man ja auch bei CSGO. Man ist zwar in der Lage, Matchmaking mit wirklich guten Leuten zu betreiben, die in dem gleichen Skill-Leveln und sowas sind, aber man kann auch eben einfach mal so eine Runde zocken. Ich hoffe wirklich, dass DICE bei ihrem neuen Spiel genug Zeit hat, um alles ordentlich zu erstellen, bevor sie es dann veröffentlichen müssen. DICE hat einige der begabtesten Mitarbeiter in diesem Bereich und die haben es echt drauf, aber in Vergangenheit hat sich leider immer wieder gezeigt, dass mangelnde Zeit und zu häufige, dramatische Änderungen auch nach Spielrelease schädlich gegenüber der Qualität des Spiels waren. Natürlich gab es auch positive Veränderungen, das darf man jetzt nicht vergessen. Vergessen habt ihr hoffentlich auch die Umfrage nicht, denn jetzt ist es an der Zeit abzustimmen. Das ist natürlich keine Umfrage, die in irgendeiner Weise offiziell ist, aber es interessiert mich einfach, wie ihr das seht. Wir dürfen aber auch nicht außer Acht lassen, dass wir noch gar nicht wissen, was wirklich mit dem neuen Battlefield geplant ist. Wie das jetzt im Detail aussieht, naja, da müssen wir uns überraschen lassen. Aber wie gesagt, ich finde es einfach interessant, jetzt schon mal ein bisschen darüber zu reden und zu spekulieren. Spekuliert wurde vielleicht auch schon, wie jetzt die Überleitung zum Ende ist und da war sie auch schon. Also dann Leute, vielen Dank fürs Zuschauen und wenn ihr noch einen günstigen Shop für Games und Guthabenkarten sucht, dann schaut doch auch mal bei G2A vorbei. Also dann, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.